Und wenn du wissen willst, was die beste Belohnung ist, also meiner Meinung nach ist die beste Belohnung die vom Orange Egg. Das ist gleich das zweite, also du musst das Red Egg nur einmal upgraden, hast eine 50% Chance, kostet 100.000 Penya. Und dann bekommst du eine Potion Box. Und Potion Box ist, also in der Potion Box sind die besten Power-Ups im Spiel eigentlich drin. 10% Crit-Rate für 30 Minuten, 10% Crit-Damage für 30 Minuten, 10% Magiebeschleunigung für 30 Minuten, etc. Und es hat halt auch die höchste Chance, also vor allem, wenn du jetzt nicht so ultra viele Eier hast. Verstehst du? Wenn du nicht so viele Eier hast. Verstehst du? Ja, ich glaube, du verstehst es. Jedenfalls hast du da halt eine ganz gute Chance, dass es halt auch oft klappt. Game has Flav 2, modern MMO with good PvP, it would be awesome. Yeah, but there will be never a Flav 2. Flav Universe is the best we will ever get in terms of a successor of Flav. I'm pretty confident that Flav Universe will be the last Flav game we will ever see. Reroll Ulti-Scrolls. Noch nicht. Keine Ahnung, warum die nicht releasen. Das ist halt Free Money. Aber wahrscheinlich wegen Balancing. Die wollen wahrscheinlich noch warten, damit sich die Leute im PvP nicht beschweren. Vielleicht warten sie, bis jede Waffe 10-mal existiert oder so. Bei 10 wäre ein bisschen wenig. Aber keine Ahnung, worauf die warten. Aber bestimmt auf irgendwie sowas. Vielleicht einen Monat noch. You still play your Ranger? No. Not actively. Neu hier bei Burudeng. Haben echt Spaß an dem Spiel. Nice. Und direkt den richtigen Server ausgewählt. Umso besser. Also Burudeng meine ich damit natürlich. Wollten mit Deutschen zocken. Das ist die richtige Einstellung. Ein Land, ein Volk, ein Fleisch. Nevermind. Holy shit. Nevermind. Wie viel Levelabstand zu den Mobs sollte man sie töten? Bei Low Level 60. Ich bin 60 und gehe auf 65 Mobs. Was ist besser? Nö, 5. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Es hängt. Das Wichtigste ist eigentlich bei Leveln ist deine Kill-Time, dein Kill-Speed und die Mobdichte. Also das sind die beiden wichtigsten Faktoren bei Flav eigentlich. Kill-Time und Mobdichte. Mobdichte kannst du natürlich nicht beeinflussen. Die Mobdichte ist nicht immer so geil. Und du kannst auch nicht nur zu Monstern gehen, die eine geile Mobdichte haben, weil ja, das geht einfach nicht. Vor allem Low-Level meistens nicht so krass. Ist die nicht so krass gut. Aber grundsätzlich probiert man immer eine gute Killtime zu haben und zeitgleich eine gute Mobdichte. Und ich persönlich würde sagen, im Low-Level reicht 5 Level über dir auf jeden Fall. Und nur wenn du merken würdest, okay, du tötest die Monster so schnell, die spawnen gar nicht schnell genug hinterher. Also ich krieg nie mehr Monster, aber nicht, weil keine da sind, sondern weil die nicht schnell genug respawnen oder so. Das wäre so ein Anzeichen dafür, dass du wahrscheinlich zu höheren Monstern gehen solltest. Andersrum aber, wenn du die Mobs kaum down bekommst, die respawnen schon, du tötest 2 Monster und sie fangen schon an zu respawnen und du kämpfst bei jedem Monster 30 Sekunden gefühlt. Das ist dann so ein Zeichen, dass du wahrscheinlich eher zu niedrig angehen sollst. Weil die Killtime bestimmt im Endeffekt auch deine XP pro Stunde. Nicht als einziger Faktor natürlich. Ich meine, bei höheren Monstern kriegst du mehr XP, bei niedrigeren Monstern kriegst du weniger XP. Aber wenn du viele niedrige Mobs in ganz schneller Zeit tötest, ist das ja auch viel XP. Und dann ist halt noch so ein Faktor Drops. Je mehr Monster du tötest, desto mehr Drops bekommst du. Also grundsätzlich eine schnelle Killtime ist eigentlich das Beste. Selbst wenn man dann vielleicht insgesamt sogar weniger XP bekommen würde, kriegt man definitiv mehr Drops. Und Drops sind für mich eigentlich auch ein hauptsächlicher Anreiz, normale Monster zu töten. Stinknormale Monster zu töten, sind definitiv die Drops. Und deswegen spielt das auf jeden Fall auch eine Rolle. Was geht ab, Vanex? Also mit 60 bei 65ern passt, außer du merkst ja, du bist viel zu langsam oder du bist viel zu schnell. Also pauschal 5 Level ist gut. Also wenn du immer bei 5 Level höheren bist, solltest du in der Regel eigentlich nie was falsch machen.
als Durchschnittswert kann man das schon hernehmen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn es nur 4 sind und es ist auch nicht schlimm, wenn es 6 sind oder so. Wie gesagt. Wie viele Stunden habe ich schon live gespielt? Uff. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Wieso gibt es eigentlich keinen Button, einfach alles zu aktivieren? Wie nervig ist das, dass du alles anklicken musst? Ah. So, jetzt aber. Mightier +1, Intiret +1. Und Rohrend, Gauns und Boots. Und Rohrend, Gauns und Shaentra Boots. Damn, das ist crazy. Das ist actually crazy. Mightier, Intiret, bester Schmuck jeweils. Und einmal Handschuhe, einmal Schuhe. Pretty good. Das stimmt mit dem Charakter nicht. Junge, irgendwas stimmt mit dem Charakter nicht. Der ist verflucht oder so. Mein Blade droppt immer nur ein Item. Was zur Hölle? Das gibt's doch nicht. Okay. Ja, was war das? Oh, ein Speedo. Ein Speedo Mojito. Mightiest, Drente und Speedo. Ein Speedo Mojito. Und der Knight hatte ein Pincero. Und ein Dexion. Das heißt, nur ein Single Drop und das war wieder mein Blade. Und das heißt, wir haben zum ersten Mal 8 gedroppt. 8 mal +1 haben wir zum ersten Mal gedroppt. Ja, oder den Speedo rechne ich nicht mit, ne? Nevermind, Speedo rechne ich nicht mit. Habe ich gesagt. Muss ich mal noch irgendwo dazu schreiben. Das habe ich fast vergessen. Das fällt nämlich gerade auf, ich habe schon mal gesagt, Speedo rechne ich nicht mit. Sowieso vom Thema abgekommen. Letztendlich ging es eigentlich darum, Magambos Fahrräder zu trash-talken. Ich glaube, wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Es ging letztendlich darum, Magambos Fahrräder schlecht zu reden. Konzentration, bitte. Chars-Level. Erstens sind es maximal 8, weil 10 Chars geht gar nicht. Level 145, Baby. Let's go. It's the money. Wisst ihr, wieso easy money? Easy money. Hier. Bada bing, bada boom. 15 mal Scroll of Smating. 15 mal Smating Scrollbock. Not gonna lie, das weibliche Yeti-Set. Ey. Ain't gonna lie. Ain't gonna lie. Ist kinda hot. Weibliches Yeti-Set. Kinda hot. This shit is lit. Straight fire. Actually kinda lit. Ich wollte eigentlich Animes gucken, wie bin ich hier gelandet? Warte mal nochmal so. Senpai? Oh. It's getting hot in here, so take off all... No, man. Not bad. Ain't even bad. Boom. Easy. Easy money.